mache ich mal Seelachsschnitzel. Ich benutze jetzt Salzheringe dafür. Da könnt ihr auch gern andere Fisch nehmen. Das ist ganz egal. Aber funktioniert genauso gut. Ich esse halt gerne die Salzheringe. Ich schneide einfach hier auf der Gräte entlang. Hol mir das Filet raus. Der tolles Filet. Dann habt ihr purer Fisch. Seht ihr, wie schön das geht? Schnitzel, die habe ich ja jetzt dann gewässert über Nacht. Das braucht ihr natürlich nicht zu machen. Wenn ihr dann Seelachsfilet kauft oder eine Lachsforelle, braucht ihr das nicht zu machen. Weil diese Bismarck-Heringe, das wisst ihr ja, die sind ja immer gut gesalzt. Wegen der Haltbarkeit auch. Und die habe ich jetzt eine Nacht gewässert und für mich ist es jetzt eigentlich perfekt. Kommt jetzt dann drauf an, was ihr für Fisch macht. Wenn ihr jetzt normaler Fisch holt, dann müsst ihr noch Salz dran machen. Ich brauche jetzt kein Salz mehr dran machen. Ich habe es jetzt nochmal abgewogen. Es sind jetzt genau 630 Gramm. Ich benutze jetzt auf 1 Kilogramm 1 Liter Wasser. Und dazu kommen dann 40 Gramm Seelachsschnitzelreife. Ich zeige es euch mal. Dazu kommen 40 Gramm Seelachsschnitzelreife. Da ich ja jetzt nur die Hälfte habe, mache ich dann nur 20 Gramm Seelachsschnitzelreife dazu und nur ein halbe Liter Wasser. So, ich habe jetzt das umgefüllt. Seht ihr, ich habe einen alten Topf noch. Und da wiege ich jetzt 500 ml Wasser ab, ein bisschen mehr. Ich habe auch ein bisschen mehr Fisch, mache ich auch ein bisschen mehr rein. Wie gesagt, 1 Liter Wasser und 40 Gramm Seelachsschnitzelreife. Also 500 ml Wasser brauche ich jetzt. Und dazu mache ich jetzt noch 20 Gramm Seelachsschnitzelreife. Das könnt ihr dann auch beim eBay-Händler bestellen. Und ich wiege jetzt mal 20 Gramm ab. Bisschen aufgerührt. So, und da kommen unsere Seelachsschnitzel dazu. Wie gesagt, ihr könnt Forelle nehmen, ihr könnt Seelachs nehmen, ihr könnt Lachsforelle könnt ihr auch nehmen. Es geht mit allem Fisch. Und ich habe halt jetzt Bismarck-Hering genommen, weil die mir auch sehr gut schmecken und bestimmt auch einmal lecker werden. Wie gesagt, das könnt ihr ja machen, wie ihr möchtet. So, was ich jetzt noch dazu mache, das ist Limette. Aus dem Grund, Limette gart den Fisch. Das wird in ganz Südamerika so gemacht, viel sogar. Und diese Brühe gart den Fisch etwas durch und lässt auch diese ganz kleine Gräte ganz zart werden. Die werdet ihr nachher dann auch gar nicht mehr spüren als Gräte. Das ist alles. Das Ganze wird verrührt und das müsst ihr dann 48 Stunden im Kühlschrank stehen lassen. Bei 4 bis 7 Grad. So, die Zeit ist nun rum. Seelachsschnitzel tun wir ein bisschen ausfiltern. Dann 2 schöne große Portionen. Seht ihr, wie schön rot es geworden ist. Wie Seelachs sieht es aus. Aber wie gesagt, ihr könnt der Fisch nehmen, was ihr möchtet. Es eignet sich auch Dorsch. Das gibt man dann hier rein. Dann probiere ich das nochmal. Das ist perfekt. Wirklich wunderbar. Ganz lecker. Überhaupt nicht salzig. Können wir eher noch ein bisschen nachsalzen. Wie gesagt, ich habe es ja gewässert. Ich muss sagen, schmeckt hammer lecker. Ich tue jetzt noch ein bisschen Nachwürze mit Salz und ein bisschen Pfeffer. Ich habe hier noch ein bisschen Fischgewürz. Pfeffer das noch ein bisschen nach. Ein bisschen Knoblauch passt auch zu Fisch. Mache ich auch ein bisschen was rein. So, dann habe ich noch ein bisschen Fischgewürz. Jetzt mache ich noch ein bisschen rein. Ein bisschen Salz. Wie gesagt, die Angabe sind ja 80 bis 100 Gramm Salz, aber das habe ich überhaupt gar nicht reingemacht, weil mir wäre das viel zu salzig geworden und ich breche mal immer meine Salzmenge und schmeckt das erst ab und hinten nach mache ich erst mein Salz dran. Das ist einwandfrei. Klasse. Und das ist ungefähr 20 Tage haltbar. Ist auch jetzt nicht zu ölig, so wie die, wo man dann kauft. Schön ein Brötchen, bisschen Butter drauf, ein Gedicht, Leute. So sieht es dann wieder aus. Das sind meine Seelachsschnitzel. Schaut mal her, wie toll das aussieht. Und die schmecken auch noch hammerlecker. Einfach verschließen und schon habt ihr 500 Gramm leckere Seelachsschnitzel. Mit dem Dill und die Zwiebeln, das passt sehr gut dazu. Und ich habe es ja jetzt nochmal einen Tag stehen gelassen mit dem Öl drin. Und es ist jetzt richtig, richtig klasse geworden. Also probiert es aus, das ist eine Hammer Sache. Mit den Bismarck-Hering, das passt auch ganz gut, muss ich feststellen. Also sehr, sehr fein. Gut, dann ich sag mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marius Channel. Ciao, ciao.